Hey, heute komme ich vom Training wieder mal und ich wollte ja heute über kognitive Konsonanz sprechen, beziehungsweise Autismus. Ja, das ist so ein weites Thema alles. Ich will es mal ein bisschen begrenzen. Also, kognitive Konsonanz, das will ich erst mal erklären. Ich hatte KI gefragt, was ist das Gegenteil von kognitiver Dissonanz? Das ist kognitive Konsonanz. Ich habe zur KI gesagt, das kommt mir wenig bekannt vor und auch nicht intuitiv erfassbar, könnte man nicht sagen. Kohärenz, ja, kann man auch sagen. Also nennen wir es mal kognitive Kohärenz. Kognitive Kohärenz ist das Gegenteil von kognitiver Dissonanz. Was ist kognitive Dissonanz? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Bestimmt wisst ihr es. Das ist, wenn man Widersprüche im Denken überbügelt und man könnte sagen, kognitive Dissonanz ist sozusagen etwas, was man manchmal an anderen als negativ bemerkt, wenn man sich sagt, die müssten doch normalerweise verstehen das Pünktchen, Pünktchen, denn sie haben ja Fakt 1 und Fakt 2 und beides zusammen ergibt natürlich den Schluss so und so. Sie denken aber anders drüber. Und man denkt dann, hier liegt kognitive Dissonanz vor. Und meint es dann im Grunde so, warum können die das nicht verstehen? Ja? Und kognitive Konsonanz oder kognitive Kohärenz, dieser Begriff ist eigentlich wenig verbreitet, glaube ich. Das ist irgendwie, habe ich noch nie gehört, aber es ist wie gesagt das Gegenteil von kognitive Dissonanz. Und es würde dann natürlich meinen, dass jemand ganz logisch ist und alles in einem ganz klaren Zusammenhang sieht. Und ich nehme an, dass diese kognitive Kohärenz im Grunde als Wort überhaupt kaum gebräuchlich ist, weil die meisten Leute nehmen von sich an, dass sie sowieso total logisch und schlüssig sind. Und ich hingegen kann sagen, dass mir vieles sehr, sehr inkohärent vorkommt und sehr dissonant in der Welt. Und das ist jetzt auch ein Grund, warum ich diesen Spiritualismus habe, der mir die Welt nochmal auf andere Art und Weise erklärt, als es der Materialismus kann. Ich habe ja viele Male darauf hingewiesen, dass der Materialismus ganz viele Widersprüche hat. Und ich kann nur sagen, dass in meiner Jugend mir diese Widersprüche sehr, also irgendwie, wie soll man sagen, mir kam die Welt rätselhaft vor. Und in vielerlei Hinsicht. Und ich war jetzt gerade ja beim Sport und da habe ich also Bob Dylan gehört. Ein langer Titel, 15 Minuten, beispielsweise Highlands. Ich mag das sehr. Und in dem Titel kommt die Textzeile vor: Ich bin ein Gefangener in einer Welt voller Mysterien. Feel like a prisoner in a world of mystery oder mysteries. Und diese Textzeile, das höre ich irgendwie immer. Ich höre den Titel und so weiter und dann höre ich die Textzeile und es resoniert irgendwie mit dem, was ich so denke. Und ich dachte mir so, dass der Bob Dylan, der kennt es auch, dieses Gefühl der Inkohärenz der Welt und dass so vieles rätselhaft ist. Und das drückt sich ja auch in seinen Titeln so aus, wie sich Träume und Realität und Erinnerungen vermischen und zu einem werden. Und daraus schöpft er seine wie sagt man, seine Kreativität, seine Schöpferkraft kommt daher, dass er mit Worten umzugehen weiß und dass bei ihm diese Vermischung stattfindet von allen möglichen Gedanken, von Erinnerungen, Träumen, Fantasien. Und ich wollte im Grunde in diesem Video, was ich jetzt auch nicht, was im Grunde sehr, sehr umfassend sein könnte, aber was ich jetzt auch nicht zu lange machen will, wollte ich die Brücke schlagen zwischen der Frage oder zwischen der Aussage, dass es einfach Leute gibt, die so denken, so träumerisch, äh,
alles Mögliche verbindend und dann Leute, die irgendwie also eindimensionaler denken und denen dann alles klar ist und die wahrscheinlich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht wissen, wovon ich spreche, wenn ich das hier so sage. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Video das Wort Autismus schon erwähnt habe, aber in unserer Familie gibt es auch so einen Fall und ich habe daher ein bisschen Ahnung davon, was das überhaupt ist, Autismus. Und zumindest sagt man über Autisten, dass das also auch eine der Merkmale von Autismus ist, dass es dann schwerfällt, mit anderen zu kommunizieren, weil Autisten verstehen die Welt, die normale, in Anführungsstrichen, Welt nicht so richtig. Und wie gesagt, das resoniert mit mir irgendwie ein bisschen, weil ich habe das auch alles nicht so verstanden in meiner Jugend. Und ich würde sagen, Bob Dylan ist einer von uns. Ich will mich nicht mit Bob Dylan vergleichen, mit seinem Genius oder so, aber ich meine in der Hinsicht, dass er diese merkwürdige Art des Denkens hat, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Und dann wiederum eben dieser Autismus, bei dem man ja sagt, dass es so ist. Ich kenne zum Beispiel einen Literaturtitel, ein Buch, das heißt Eine Anthropologin auf dem Mars. Und der Titel schon soll ausdrücken, wie schwierig das für einen Menschenforscher ist, sich in einer fremden Rasse, sagen wir mal den Marsmenschen, zurechtzufinden. Und so ein bisschen so ist es, dass man also in der Gesellschaft ist und Leute reden irgendwas und man denkt in 3, 4 Ebenen darüber nach und weil das eigene Denken so kompliziert ist und so vieles in Verbindung setzt, was für andere gar nichts miteinander zu tun hat, wird es also schwierig zu kommunizieren. Und ich kann aus meiner eigenen Vergangenheit sagen, in meiner Jugend war das so, dass ich manchmal Schwierigkeiten hatte, mit anderen zu kommunizieren, weil mir das, was sie sagten, selbst wenn es ganz straight gemeint war und ganz einfach, kompliziert vorkam und doppeldeutig oder dreifachdeutig. Und ich habe manchmal noch überlegt, was wollen die überhaupt, wo die dann schon dann irgendwie halb weggegangen sind und haben irgendwas anderes gemacht. Und dann gibt es natürlich Leute, bei denen ist das nicht so. Die haben also eine ganz, ganz klare, ganz einfache Struktur. Man kennt es ja manchmal gerade von sehr einfachen Leuten, dass sie dann sagen, hier in Berlin zum Beispiel, das ist doch ganz einfach. Was willst du denn? Los, nun mach mal. Oder so, ja, so eine burschikose Art, so Leute, die immer alles ganz einfach finden und die selbst, wenn es vielleicht um irgendwelche komplizierten Sachen geht, die sagen, das ist doch ganz einfach. Das musst du so und so sehen. So. Und das war früher für mich ein Problem. Denn wenn irgendjemand was gesagt hat, was weiß ich, mal angenommen Politik vielleicht, dann war es trotzdem für mich nicht einfach. Nie einfach und auch nicht unkompliziert. Ich wollte das in Verbindung bringen mit dieser kognitiven Konsonanz oder mit dieser kognitiven Kohärenz. Im Grunde genommen könnte man ja darin einen Hang zu kognitiver Kohärenz sehen und einen Hang sozusagen diese Rätsel entschlüsseln zu wollen. Und nun fragt sich ja der Mensch in der normalen Gesellschaft, worin sollen denn die Rätsel bestehen? Es gibt doch gar keine Rätsel, wir haben doch hier alles ganz offen vor uns zu liegen. Und nun, wie gesagt, frage ich mich ein bisschen, ob hier jemand zuhört, dem das überhaupt irgendwas sagt, was ich hier gerade erzähle. Und wenn ich also sage, dass es doch ganz offensichtlich ganz viele Rätsel gibt, die zu lösen sind, auch in unserer Zeit, die alles weiß. Im Gegenteil, also man könnte sogar sagen, dass gerade in unserer Zeit, die alles weiß, ganz viele Rätsel zu lösen sind. Also beispielsweise neigen, glaube ich, spirituelle Menschen mehr dazu, sowas zu verstehen, als Leute, die nicht spirituell sind. Denn allein die Frage nach Gott ist ja schon wieder so ein Rätsel.
Gibt es Gott? Gibt es Gott nicht? Wie kann es sein, dass Leute an Gott glauben und scheren sich gar nicht drum, wenn man sagt, zeig mir doch Gott, das kannst du gar nicht und sagen, ich glaube aber trotzdem weiter an den. Ja, ja, ich werde mal hier meinen Platz räumen, damit andere auch mal auf die Aussichtsplattform gehen können. Genau. Und ja, hier wollten andere auch mal drauf und auf die herrlichen Seen hier gucken. Hier gibt es nämlich so eine Aussichtsplattform, wo man sozusagen in die Natur rein gucken kann, in diesem Park. Ja, also die Welt ist voller Rätsel und voller Widersprüche und Paradoxien. Aber es gibt Leute, die sehen das und andere sehen es nicht. Und für die Leute, die es nicht sehen, die es sehen können, diese Paradoxien sehen können, muss die Welt natürlich dann auch rätselhaft sein, denn ja, die fühlen sich ein bisschen wie im falschen Film. Und ich meine, wenn ich das also jetzt hier so sage, dann könnte das einerseits ein gewisses Verständnis sein für Autisten, die also das Gefühl haben, sie sind irgendwie im falschen Film oder sie haben kein Verständnis, sie haben nicht das richtige Verständnis für die ach so komplizierte Menschenwelt, Gesellschaftswelt. Und es könnte zum Beispiel ein Zeichen sein für Autisten, also wenn hier jemand zusieht und ist vielleicht autistisch oder irgendwie so veranlagt. Ich zum Beispiel bin ja auch nicht autistisch in dem Sinne, also ich habe keine Diagnose, aber ich weiß schon, wovon die Rede ist, wenn ich das so höre. Wie gesagt, von diesem Buchtitel oder von Bob Dylan, diese Textzeile. Und also wenn hier jemand zusieht, der Autist ist, dann weiß er dann hiermit, indem ich das also hier so sage, dass es also Menschen gibt, die das ganz genauso sehen und die irgendwie ganz normal sind und da ist also keine Krankheit oder so dabei, sondern aus meiner Sicht ist das einfach eine Tatsache, dass die Welt voller Widersprüche ist und man kann auch den Finger drauf legen, wenn man sich Mühe gibt. Und letzten Endes aus dieser Widersprüchlichkeit habe ich ja diese Philosophie des Spiritualismus geschaffen, die für mich zumindest eine große Hilfe ist. Ich hatte ja neulich mit der KI Grok darüber gesprochen und es ging ein bisschen darum, es ging um den Spiritualismus. Der Grok, der kann nämlich auch philosophieren, müsst ihr wissen, sogar ganz gut. Aber gut, ich hatte das ja in der vorigen Sendung schon besprochen, also dieses Gespräch mit Grok, und hatte das auch als PDF drangehängt. Und mir ist in diesem Gespräch ein bisschen klar geworden, warum diese Philosophie für mich so eine Hilfe ist und warum ich irgendwie mit dieser Philosophie ausgestattet vieles klarer, ruhiger und besser sehen kann. Beispielsweise glaube ich, dass da mir diese Widersprüche und Paradoxien unterschwellig irgendwie klar waren, hat mich diese kognitive Dissonanz immer gestört. Und es hat mich verunsichert, hat mich kirre gemacht, irgendwie, wie man so schön sagt. Und der Spiritualismus mit seinen quasi Grundaussagen, die Welt ist immer das, was du denkst, oder dass dass quasi jeder in seinem Ich-Universum ist, oder dass wir alle letzten Endes wie in Blasen, in Kommunikationsblasen uns befinden und so weiter. Das ist alles so vielsagend und man sieht es überall, dass man sich dann nicht mehr wundert über all die Widersprüche. Ja. Man leidet
man leidet nicht so darunter, so würde ich sagen. Das ist der Unterschied. Was also für mich heißt, dass es möglicherweise eine, möglicherweise eine Grundanlage ist in Autisten, dass sie diese kognitive Dissonanz, so wie die sogenannten normalen Menschen, nicht so haben. Sie haben also mehr kognitive Konsonanz. Also man könnte sagen, das Bedürfnis, die Dinge mögen doch in einem logischen Zusammenhang stehen und sie sehen diese Widersprüche. Sie sehen die Widersprüche und leiden darunter. Oder sie sehen, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken, sie sehen die Möglichkeiten. Wie könnte man die Dinge noch meinen? Was könnte es noch bedeuten? Und du hast dann, wenn du manchmal eine recht einfache Aussage hast, 3, 4 Möglichkeiten, was es alles bedeuten könnte oder wie es gemeint sein könnte. Und das ist etwas, worunter man leiden kann, so. Weil es die Dinge total kompliziert macht und weil du, wenn Leute zu dir was ganz Normales sagen und du hast 3, 4 Ideen gleich im Kopf, nicht in adäquater Weise reagieren kannst. Und ja, und ich wollte im Prinzip in diesem Video die Idee einbringen, dass Autismus im Prinzip auf einem solchen Verständnis der Welt beruhen könnte. So, das ist also Punkt 1, den ich sozusagen als Idee einbringen will. Also die Idee, dass Autismus, wenn man so will, als Krankheit etwas ist, was aus einem psychologisch sehr nachvollziehbaren Grund entsteht. Dass also der Autist die Widersprüche der Welt mehr sieht. Und nun wird der Normalmensch vielleicht fragen, welche Widersprüche? Da sind doch gar keine. Und das sehe ich anders. Also erstens mal bin ich ja selber quasi so jemand, der also die Widersprüche immer sehr gesehen hat und den das auch quasi verrückt gemacht hat in meiner Jugend. Und nun aber nicht mehr. Ich habe übrigens auch nicht diese Diagnose Autismus oder so, aber ich bin schon, also ich weiß, was gemeint ist, wenn ich sowas höre wie eine Anthropologin auf dem Mars. Oder ich weiß, was gemeint ist, wenn er sagt, feel like a prisoner in a world of mystery. Oder ich weiß, wie gesagt, wie es mir selber ging, dieses Komplizierte. Ich sehe die Widersprüche, ich sehe die Paradoxien. Und hatte diese kognitive Dissonanz, was viele dieser Widersprüche angeht, ja auch den Großteil meines Lebens und hatte also beispielsweise den Materialismus in der Form, dass ich dachte, wir beobachten alle eine materielle Außenwelt und habe dann nach wirklich sehr, sehr langem und gründlichem Nachdenken diesen Spiritualismus entwickelt, der das alles also eigentlich rumdreht, wenn man so will, und der mir dazu verhilft, die Widersprüche der Welt besser zu verstehen, indem ich sagen kann, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass diese Widersprüche da sein müssen, wenn man in solchen Kategorien denkt wie die Welt ist ein Bewusstsein und die Menschen haben ihre eigenen Ich-Universen und so weiter und so weiter. Es ist also etwas, was den Geist befriedet, was seine Nützlichkeit hat als Philosophie, mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass der Spiritualismus nicht nur den Geist befriedet, sondern auch, also er wäre sehr, sehr weiterführend, wenn die Gesellschaft ihn adaptieren könnte. Wenn die Gesellschaft in diesen Kategorien denken würde, ich weiß nicht, möglicherweise wäre das eine ganz, ganz neue Art, die Welt zu begreifen, und möglicherweise wäre das einfach so, als ob man ein neues Betriebssystem aufspielt und hat jetzt plötzlich ganz neue Möglichkeiten für die ganze Rechnerarchitektur und so.
Und ich meine jetzt natürlich die gesellschaftliche Weiterentwicklung der Wissenschaften und so weiter. Aber was die psychologische Seite angeht und was nützt mir das jetzt, was nützt mir das überhaupt, dieser Spiritualismus, kann ich sagen, es ist für jemanden wie mich, der diese kognitive Kohärenz sucht und vielleicht die Widersprüche gesehen hat und immer nicht begriffen hat, wie es sein kann, dass solche Widersprüche bestehen. Und kein Mensch scheint sie zu bemerken und kein Mensch scheint sie sehen zu wollen. Für so jemanden wie mich ist es sehr beruhigend. Sehr beruhigend, nicht nur beruhigend, sondern es ist irgendwie erklärend. Und man kommt in einen ganz anderen Wohlfühlzustand, würde ich sagen, wenn man also versteht, das muss ja auch so sein und es geht gar nicht anders. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute zusehen, die jetzt verstehen, wovon ich überhaupt spreche. Denn bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt sehr viele Leute, denen sagt das bestimmt gar nichts, was ich hier rede. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Autisten oder es gibt Leute so wie mich oder es gibt Leute wie Bob Dylan, ja, wobei ich mich jetzt nicht mit Bob Dylan vergleichen möchte, Gottes Willen. Wunderbarer Musiker, genialer Typ. Jedenfalls, ja, also sagt mir eure Anregungen und Gedanken dazu. Danke erstmal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.